Hallo und guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin's mal wieder, eure Jessie von wndn.de und heute sind wir in Saarbrücken unterwegs. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen wir denn in Saarbrücken? Ja, ganz einfach. Wir wollten uns mal anschauen, wie ein anderes Medienunternehmen, das hier im Saarland tätig ist, so arbeitet. Und genau, wurden dann vom Sven Herzog eingeladen. Ihr könnt es im Hintergrund schon sehen. Der betreibt German Television. Genau. Auch das Saarland-Fernsehen, wie man sehen kann. Und ja, er hat uns eingeladen, mal einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit zu werfen. Und dann tauschen wir uns mal ein bisschen aus, stellen ihm ein paar Fragen und schauen einfach mal, wie so ein Tag im Leben von Sven Herzog aussieht. Kommt einfach mal mit. So, und da stehen wir jetzt zusammen mit dem Sven Herzog. Sven Herzog, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, wer deinen Kanal kennt, den YouTube-Kanal German Television, der kennt deine Stimme, aber dein Gesicht nicht. Wir freuen uns, dich heute vorstellen zu dürfen. Ja, hallo, grüß dich. Ja, genau. Du hast uns einmal eingeladen, damit wir auch mal einen Blick in die Arbeit von dir stecken dürfen. Und genau, ich stelle dich einmal noch mal kurz vor für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die dich vielleicht auch noch nicht kennen. German Television, das ist in Europa, vielleicht sogar weltweit, der erfolgreichste Kanal für Wohnwägen. Und ja, Sven, erzähl uns doch einfach mal gleich, wann hat denn dieser Kanal angefangen? Wie hat sich das Ganze entwickelt und warum Wohnwägen? Ja, es sind Wohnwagen und Wohnmobile, also vielleicht dazu oder das große Thema Camping. Und es gab ja einen richtigen Boom, also wegen dieser Zeit. Natürlich die Pandemie war am Laufen, die Leute wollten in Urlaub fahren und auf einmal gingen die Aufrufzahlen in die Höhe. Und ich hatte mir im November 2019 ein Wohnmobil gekauft für den Sender, weil ich immer mehr Kunden praktisch überregional hatte und habe dann das Wohnmobil nicht einsetzen können wegen der Pandemie. Das stand im Garten und irgendwann sind wir dann losgefahren und sind in Richtung Frankreich gefahren und ich hatte die Kamera dabei, weil ich gesagt habe, komm, du machst mal ein paar Filme, dokumentierst das. Dann haben wir die ins Netz gestellt, schon in Frankreich mit einer Flatrate und auf einmal haben die Aufrufe bekommen, 50.000, 100.000, 150.000. Da hatten wir gerade mal, ich glaube, so um die 20.000 Abonnenten oder vielleicht nur 15.000. Und dann habe ich gemerkt, oh, guck mal da, das interessiert die Leute, so das Leben in freier Natur wie früher und so weiter. Und dann fing ich an, habe die Leute erstmal dokumentiert, die da Urlaub gemacht haben in Frankreich. Ein Pärchen, Schweizer Pärchen, kann ich mich noch daran erinnern. Ich habe die Campingplätze mal so ein bisschen gezeigt und habe aber immer so versucht, die Stories hinter den Campern zu zeigen, also praktisch das echte Leben. Und das Ganze auch immer sehr ausführlich, also dafür habe ich am Anfang recht viel Schelte bekommen, nicht in 5 Minuten oder 8 Minuten oder 3 Minuten, sondern in 15, 20, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, also dass die Leute, die das wirklich interessiert, dann auch wirklich die volle Story kriegen. Das ist vermutlich dann auch das Authentische dran, ne? Dass du die da einmal so mitnimmst und einen Einblick in das Leben, in das Echte gibst, oder? Naja, es ist ja so, das echte Leben findet ja in der heutigen Welt ja gar nicht mehr statt. Alles hat ein Skript, es gibt Vorgaben. Ich sag mal, gerade wie jetzt, wir haben die Fragen nur ganz rudimentär abgesprochen, die Antworten kennst du gar nicht. Normal ist alles geskriptet, also egal ob bei der ARD oder ich sag mal jetzt bei Netflix, Amazon, die überlassen nichts dem Zufall und bei uns ist alles dem Zufall geschuldet. Das heißt, also wenn es passiert, passiert's. Meistens bleibt es drin, es wird nicht geschnitten, das kennen meine Leute. Und damit haben wir angefangen im Juni, Juli und auf einmal sind die Abrufzahlen sprunghaft nach oben gegangen. Also wir hatten dann wirklich in kürzester Zeit 20.000 Abonnenten mehr und dann fing YouTube auch uns an, ein bisschen Geld dafür zu bezahlen. Da haben wir gemerkt, oh, da passiert was, ja, was heißt es läuft? Und ich hatte ja gar keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert und so. Und dann sind wir im Anschluss auf eine Messe gefahren, das weiß ich noch ganz genau, in Düsseldorf. Das ist die größte Messe der Welt und haben da 130 Videos gemacht in 10 Tagen. Wow. Mit einem jungen Mädel so wie du, die war mit dabei, hat mit mir gedreht, die Patricia, und das ging dann noch mehr in die Höhe. Und ab da war ganz klar, ein großer Teil unserer Arbeit wird das Thema Dokumentation, Camping, Fahrzeuge, E-Bikes und so weiter sein. Was sind denn das für Leute, die diese Videos schauen? Wie sieht denn so deine Zielgruppe aus? Also der ursprüngliche Camper ist eher, es gibt ja 2 Arten von Campern. Es gibt die Wohnmobilcamper, die sind eher ein bisschen älter. Das heißt, die stehen auf Stellplätzen, das ist ein Hobby, treffen sich über WhatsApp-Gruppen von Stellplatz zu Stellplatz in Spanien, in Deutschland, überall. Und dann gibt es die Camper, so wie wir es immer waren, die fahren 6 Wochen in Urlaub, holen sich einen Wohnwagen mit, stellen sich nach Südfrankreich oder fahren nur 4 Wochen in Urlaub und machen das einmal im Jahr. So, und das sind eher, sag mal, auch die Älteren, aber auch ganz viele Jüngere. Ja. So, und diese Wohnmobilleute sind eher ein bisschen älter.
das war so die Vermutung. Und jetzt haben wir auch die Statistiken. Es geht so los, sind viele Männer, muss man sagen. Also uns gucken zum überwiegenden Teil Männer. Okay. 83%, das ist überwiegend. Und die gehen so los bei 35 und finden nach oben kein Ende. Also die stärkste Zielgruppe ist 50 bis 70. Also das ist, wo man eigentlich denkt, die gucken vielleicht gar kein YouTube, aber nee, ist ganz anders. Die sind also da auch vertreten. Ja. Warum glaubst du, sind gerade Männer so von Wohnmobilen angezogen? Oder denkst du, dass die sich doch noch die Entscheidung von der Frau, die Erlaubnis von der Frau auch noch einholen müssen, wenn sie da eine Kaufentscheidung treffen wollen? Ganz klar. Also ich denke, dass die Frau ganz entscheidend ist in der Beziehung, also für alle Entscheidungen, die man hat. Ja, ob das, egal was angeschafft wird, der Mann darf seinen Wunsch äußern, die Frau entscheidet das, aber ich glaube, das Thema Camping ist so ein bisschen Trucker-Feeling. Das bedeutet, dass der Fahrer oder die Fahrerin, meistens ist es der Mann, der fährt, hat ein großes Fahrzeug, weißt du, wie früher, so ein LKW drunter, der bewegt den LKW, der ist dafür verantwortlich, dass die Technik funktioniert, dass man ankommt, dass das aufgebaut wird, die Toilette gereinigt wird und so weiter. Technik. Technik. Ja. Also technikaffine Männer, die sind da sehr begeistert, auch von deinem Kanal. Ja, also Wohnwagen, Wohnmobile, weil es ist auch nicht so ganz einfach. Wenn man das noch nie gemacht hat, sind viele Fragen. Da ist Wasser drin, da sind Batterien drin, du stehst autark und unglaublich viel Technik, muss man schon sagen. Ja. Ja, jetzt sind wir ja heute auch hier, um so einen Einblick in deine Arbeit zu bekommen. Was steckt denn so an Arbeit hinter einem Video? Die Hauptarbeit ist die Akquise der Leute vor der Kamera. Das heißt, du bist jetzt auf dem Stellplatz, am Wohnmobilstellplatz und dann willst du so eine Familie mal haben, dann du musst auf die zugehen, du musst sie ansprechen, du musst sagen, hey, habt ihr mal Lust, dass wir mal einen Film, du hast so ein tolles Wohnmobil, ich würde das mal gern zeigen. Da gibt's, ich sag mal, 1 von 10 sagt, nee, er macht's nicht. Aber 9 von 10 sind so stolz auf ihr Wohnmobil, die kennen dann auch die Filme. Aber das ist für mich auch immer Überwindung, weil das ist Kaltakquise, das ist der Mensch, das ist dem nicht in die Wiege gelegt. Das ist so, als wenn du vielleicht ein Mädchen ansprichst, an der Theke, was du toll fandst, wenn du 16 warst, da hast du Bammel vor, weil die könnte ja Nein sagen, weißt du? Ja. Und das ist eigentlich für mich immer Überwindung. Du kommst da hin und weißt nicht, wollen die das jetzt? Wie gehen die auf dich zu? Du musst natürlich immer nett sein, du musst sagen, so ein tolles Wohnmobil, das sind ja meistens auch tolle Fahrzeuge. Und das ist die Hauptaufgabe. Okay. Und sobald du das okay hast, wie geht's dann weiter? Dann hole ich ganz schnell die Kamera raus. Also ich überlege da gar nicht so lange, sondern so eine Entscheidung ist jetzt gefällt und dann legen wir los. So ähnlich wie du. Ich habe halt Fragen. Oft mache ich die Anmoderation dann mit den Leuten. Ich gehe hin, ich platziere die so ein kleines bisschen vor das Wohnmobil, was sie haben, dass man so auch so ein Startbild schon mal hat, ja, für das Ganze. Und dann stelle ich halt einfache Fragen, wie zum Beispiel, habt ihr ein tolles Wohnmobil, wie lange seid ihr schon Camper? So, dass die antworten können. Und dann merkst du relativ schnell, antworten die flüssig. Ich hatte zum Beispiel jetzt einen Niederländer, der konnte nicht gut Deutsch, der hat nur kurze Antworten gegeben, die nicht so toll, dann muss ich mehr reden. Ja. Aber oft hast du es dann so, dass wenn du 2 Leute vor der Kamera hast, die geben sich dann auch den Ball in die Hand. Die Frau ärgert dann den Mann ein bisschen, der sagt, also oft ist die Frage, wer spült denn bei euch? Und da gibt es schon mal Männer, die sagen ganz showy-mäßig, ja, ich habe ja mal eine Spülmaschine dabei und zeigen auf die Frau. Oh, das ist böse. Das passiert. Oder wer bringt das Klo weg? Das ist dann immer der Mann, weißt du? Okay. Die Frauen haben damit oft kein Problem. Die sagen, das ist, also ich sag mal so, die Rollenverteilung zu Hause ist dann oft auch noch im Wohnmobil. Und aber da gehen wir eigentlich ziemlich, ich sag mal, lustig und locker mit um, weil wir einfach sagen, wenn die das selber sagen, weißt du, ich sag's ja nicht, dann ist das ja in Ordnung. Ich meine, dann ist das ja die Meinung von denjenigen, die das machen. Genau. Und was steckt denn an Arbeit hinter dem gesamten Kanal? Ja, das ist so, dass wir die Produktionen machen. Wir haben ja einmal die bezahlten Termine, die sind fest. Also da fahre ich zum Beispiel zum Hersteller, zum Beispiel zu Morelo oder zu Tabat und drehe da an festen Tagen. Da haben wir relativ freie Zeit. Du drehst den ganzen Tag da. Meistens sind das dann 5, 6, 7 Filme, die man dann erstellt an so einem Tag. Und dann müssen die noch nachbearbeitet werden. Das kann sein, dass wir mal schneiden. Im Regelfall schneiden wir nicht. Also die sind so, wie sie kommen, werden sie gerade gesendet. Ja. Das ist für die Leute natürlich sehr interessant, weil die dann natürlich sehen, das ist nicht da ist nichts geschnitten, da ist nichts gefaked. Wenn du irgendwas schneidest, fragen die immer, was hat er jetzt gesagt, was er nicht senden darf. Ja. Und so. Und dann müssen die auf Sendung gehen. Das heißt, wir nehmen die aus dem Chip raus. Dann haben die, wenn die aus der Kamera kommen, ganz unhandliche Formate, 50 Gigabyte, 70 Gigabyte. Die kriegst du auch gar nicht hochgeladen. Ja. Und dann schießen wir die durch so eine Art Waschmaschine durch. Da kommen aus den 50 Gigabyte dann 8 Gigabyte raus und die kannst du dann auf YouTube hochladen.
Und das dauert im Regelfall dann so 8 GB, dauern eine halbe Stunde. Also wenn du so einen Tag hochlädst, das geht meistens über Nacht, ist am nächsten Morgen sind die Videos dann online. Okay. Dann geht's weiter. Dann musst du die Videos, die stehen ja erstmal da. Dann musst du den Namen geben. Du musst ein tolles Startbild haben, damit die Leute am Startbild schon sehen, um was geht's denn da. Du musst in die Artikelbeschreibung reinschreiben, okay, was ist denn das für ein Fahrzeug? Was hat das für eine Ausstattung? Also da bist du gut und gerne pro Video, selbst als geübter Mann, Bar oder Frau, bist du so eine halbe Stunde dran. Das heißt, du hast dann in der Nachbearbeitung bei 100 Videos ungefähr 50 Stunden nochmal Nachbearbeitung. Ja, das ist einiges. Dann geht's weiter, stellst die Videos hoch, da musst du genau überlegen, wann werden die hochgestellt, passt das zum Vorgängervideo, ist es abwechslungsreich, du kannst also nicht 5-mal die gleiche Marke hintereinander senden. Dann sagen die Leute, oder du hast ein E-Bike, da musst du überlegen, okay, was hat das jetzt für eine Reichweite gehabt, interessiert es die Leute, was sendest du danach? Also du musst das bunt zusammenstellen, damit die Leute dann auch dabei bleiben. Ja. Würdest du sagen, das ist so der Arbeitsteil an dem Ganzen? Oder ist das Drehen? Drehen macht mehr Spaß, würde ich irgendwie sagen, oder? Das Drehen ist sehr anstrengend. Okay. Das ist also keine Sache, wo ich sage, macht Spaß, aber ist so, wenn ich aus dem Drehtermin komme, habe 8 Stunden gedreht, dann bin ich froh, wenn ich im Wohnmobil bin. Okay. Dann ist nicht so, dass ich dann freudespringend hüpfe und sage, der Tag ist vorbei. Dann bist du im Kopf auch K.O. Also bist wie aus einer Morningshow aus dem Radio. Ich komme aus dem Radio, wenn du da um 9 Uhr, du hast irgendwann um 3 Uhr angefangen mit deiner Vorbereitung, gehst um 9 Uhr da raus, da bist du erstmal physisch am Ende, psychisch sowieso. Ja, stimmt. Man ist halt mit dem Kopf immer 100% dabei. Du bist komplett dabei. Du stellst die Fragen, was mir auch immer Leute berichten, mit denen ich drehe, die das öfter machen mit mir, dass die sagen, es ist sehr anstrengend, weil die nicht wissen, was ich frage. Die müssen sich dann auch genau vorbereiten, was ich frage. Das ist schon so, wenn du da rauskommst, also sag mal, so ab und zu mal ein Dreh, das ist locker. Also ich habe zum Beispiel gestern haben wir ein Video gedreht über einen Wohnwagen, der wurde festgeschweißt auf einem LKW. So, da bin ich vorbeigefahren, musste Vollbremsung machen, weil der so geil war. Bin reingefahren, habe das Ding schnell gedreht, das war locker. Also das war eine ganz spontane Nummer. Ganz spontan, ja. Super. Bin ausnahmsweise mal an der Mosel vorbei, nicht über die Autobahn und sehe dann dieses Gespann Feuerwehrwagen und habe gesagt, das muss ich zeigen, bin zu denen hin, habe gesagt, ihr habt so ein geiles Auto, ich muss das filmen. Und da haben die sofort ja gesagt, sofort Kamera raus, damit habe das gefilmt und da war das in 20 Minuten im Kasten. Ach, super. Ja, du hast eben, als wir hier angekommen sind, ja schon mal gesagt, du bist recht selten im Büro. Wie sieht denn so ein Durchschnittsarbeitstag bei dir aus? Gibt es sowas überhaupt? Es gab's mal. Also es war vor der Pandemie, war ich durchgetaktet über Monate. Also wir haben ja auch Saarland-Fernsehen, das ist unser lokales Fernsehprogramm. Können wir vielleicht mal gleich noch drauf eingehen, warum das jetzt German Television heißt. Genau. Und das Saarland-Fernsehen war eigentlich eher so wie Busfahren. Das heißt, du hast einen Fahrplan, du bist fest eingetaktet, du kannst heute schon sehen, was du im August 21 machst, weil du so weit vorgeplant bist. Das haben wir ein Stück weit weggenommen, weil wir ja für die Videos für Camping mehr Platz brauchten und E-Bikes und so weiter, also für den neuen Kanal. Und da ich sowieso nur halbtags gearbeitet habe hier in der Firma, also ich habe immer nur einen halben Tag gearbeitet, hatte ich noch einen halben Tag frei. Und die Woche sieht jetzt eher so aus, dass ich mir Wochen frei halte, wo ich praktisch nicht entscheide, was ich tue. Das ist ziemlich interessant. Also es ist vollkommen frei. Eine ganze Woche, wo ich nicht weiß, wo ich bin, wo ich nur so ganz grob plane. Ich fahre mal dahin. Und das ist spannend. Also du weißt selber nicht, was passiert. Ja. Und dann hast du Wochen wie zum Beispiel diese Woche hier, da hast du Präsenztermine so wie mit euch, die standen schon im Voraus fest. Da weißt du praktisch schon, wie dein Leben aussieht. Okay. Und bei dem anderen, da gehst du hin, du bestimmst das quasi selber. Ja. Du hast es eben auch schon mal angesprochen. Ich wollte gerade noch mal kurz auf den Namen eingehen. Warum heißt es denn jetzt German Television? Genau, das ist so, dass unsere Videos ja vorher mit Saarland-Fernsehen, dem Kanal waren, den gibt es übrigens jetzt schon wieder. Also die Saarland-Fernseh-Videos laufen auf einem eigenen YouTube-Kanal, der ist Saarland-Fernsehen. Kann man ja mal googeln, da sind die saarländischen Themen wieder drin. So. Ja, wir verlinken das Ganze auch nochmal, dann kann der Zuschauer direkt genau. Kannst du gerne machen. Und wir haben den Kanal Saarland-Fernsehen umbenannt in German Television, weil die meisten dachten, dass wir Schwedisch sprechen. Und das ist kein Witz. Also Saarland kennt in China keiner. Fernsehen, das Wort kennt außer im deutschsprachigen Bereich auch niemand. Das ist auch nicht so bekannt. Deutsch spricht kaum jemand auf der Welt. Also im Vergleich, klar, ist ich glaube die 6., 7. Stärkste Sprache. Aber guck dir die Sprachen an. Portugiesisch, Spanisch, Chinesisch, Arabisch. Es gibt so viele Sprachen, tausende von Sprachen. Aber eins weiß jeder, Made in Germany kennt jeder auf der ganzen Welt. Und German Television sagt eigentlich aus,
dass wir ein deutscher Sender sind und ein deutscher Fernsehsender. Und ich sag mal, ich aus dem Fernsehen komme, habe ich gesagt, okay, das spricht für sich selber. Du hast eine Ortsmarke, Deutschland, also Germany, ohne da jetzt, verbunden zu sein. Ich bin selbst Halbamerikaner, wohne in Frankreich. Meine Frau ist in Polen geboren. Also ich bin wirklich gelebter Weltmensch. Aber weil mich viele Leute angesprochen haben, German Television, ist das irgendwie recht? Nee, ist es nicht. Sondern das ist dazu da, dass die Leute auf der ganzen Welt, die uns gucken, 1/3 kommt nicht aus Deutschland, die uns guckt. Ja. Die wissen direkt, das ist ein deutscher Sender. Und die Sprache ist Deutsch. Und die Untertitel, wir machen immer mehr Untertitel in die Videos rein, die gut laufen, machen wir in mehreren Sprachen. Okay. Und dann wissen die sofort in der Verortung, es ist nicht Schwedisch oder Dänisch oder irgendwas, sondern die wissen, es ist Deutsch. German Television, genau. Und ihr habt jetzt kürzlich auch die 100.000 geknackt, ne? 100.000 Abonnenten, jetzt sind es schon 102.000 auf YouTube. Ja. War das ein Meilenstein für euch, den ihr erreicht habt? Oh, das war interessant. Ich bin in der Nacht, wo wir die 100.000 hatten, weil wir haben ja das noch nicht gefeiert. Also ich habe dich ja eingeladen zu dem Video 100.000, weil es könnte ja auch passieren, dass du feierst das denn groß und dann die abonnieren dich mal direkt mal 3.000, dann bist du wieder unter 100.000. Das war so, dass in der Nacht, wo das kam, habe ich einen Screenshot gemacht, wo die 100.000 drauf sind, die 99.999 und dann die 100.000. Und weil ich einfach gesagt habe, die nächste Null ist dann 1 Million. Und es ist auch wirklich so, nach 100.000 ist vor 200.000, ist vor 300.000. Aber ich glaube, die Abonnentenzahl sagt gar nicht so viel aus, weil die etwas Älteren, die uns gucken, die sind nicht so wie die Kids, die, hey, was geht ab, drückt auf Abo, das sagen wir auch nicht so, sondern die sind eher so, dass die, eher verhalten abonnieren, weil die können ja auch gucken ohne Abo. Das stimmt, genau. Ja, es ist. Ich habe auch gesehen, ihr werdet bei Google besser gerankt als die Marken selbst, ne? Als die Seiten der Marken selbst. Ich glaube, das liegt am Content. Also Google geht ja hin und weiß, was wir sprechen. Auch das Interview, was wir führen, wird automatisch übersetzt. Was sehr interessant ist, dadurch lesen die Wörter aus. Und dadurch, dass unsere Videos so umfangreich sind, hast du ganz oft Keywörter drin, im Text drin, die sehr relevant sind. Und dadurch, dass unser Video so lang ist, fallen wir natürlich in diesen Algorithmus rein. Und ich glaube, dass viele Herstellervideos zu professionell sind. Die werden dann, da ist zum Beispiel Musik mit drin, die haben viele Schnitte mit drin. Und das ist vielen Leuten, also die Leute versuchen, gerade die Hersteller, versuchen komplexe Informationen in 3 Minuten zu packen. Und das kann ein normaler Mensch gar nicht wahrnehmen. Also der braucht viele Informationen 3-mal, 4-mal. Du weißt selbst, als du mal Schülerin warst in Mathe, du machst es einmal, dann musst du es nochmal wiederholen. Genau. Es sei denn, du bist voll das Genie. Und bei uns ist es so, dass wir Dinge, die schwierig sind, die hinterfrage ich dann gern schon mal. Also frag mal, wie war das nochmal genau mit der Toilette? Und dann muss er das nochmal erklären. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, um Gottes Willen, jetzt erklärt er das nochmal. Aber wenn ich es nicht verstehe, dann denke ich mir ganz oft, da haben es die anderen auch nicht verstanden. Und oft ist so, ich sehe dann Herstellervideos, die machen ein Produkt für über 300.000 €, erklären die in 5 Minuten. Und da muss ich sagen, das geht gar nicht. Wir brauchen 1,5 Stunden. Weil du musst alles, was mir übrigens die Händler ganz oft sagen, ist, die Kunden kommen in den Laden rein, haben das Video vom Wohnmobil gesehen und brauchen gar keine Beratung mehr. Das ist echt top, ja. Ich habe schon alles gesehen. Da hast du einen guten Job gemacht dann auf jeden Fall, ne? Ja, natürlich mit den Leuten zusammen, die vor der Kamera stehen, die ja nicht zu sehen sind, bin ja ich. Ich bin ja immer der im Hintergrund und die anderen sind ja immer die Armen, die vor die Kamera müssen. Und ohne die ging gar nichts. Ich alleine. Ihr habt auch schon einen Millionen-Hit gelandet, da sind wir ja noch ganz weit weg davon. Aber das war der Fort Nugget. Wie fühlt sich das denn an, wenn man da plötzlich sieht, hey, 1 Million Aufrufe? Ja, das war total interessant. Und zwar, das Auto hat am Anfang gar nicht gezündet. Wir haben das vor ein paar Jahren gedreht und das lief dann da mit 150.000. Und dann war das so, der Ford Nugget, das ist so ein Ford Transit mit Campingausbau in Orange. Der wurde freigegeben, außer in Deutschland, jetzt in anderen Ländern, Australien, überall wurde der verfügbar. Und dann haben die alle auf einmal gegoogelt und von heute auf morgen ist das Ding dann auf 1 Million gegangen. Und das war dann so, das ist schon so, wenn du so 7-stellig wirst, ist schon aufregend. Weil du weißt, die YouTuber, weißt du, die halt, was weiß ich, die Kosmetikprodukte, Dagi B, Tanzverbot, wie sie alle heißen, die haben 1 Million Abonnenten und die haben natürlich Millionen-Hits. Aber du selber hast mal 1 Million und jetzt muss man sagen, also jetzt haben wir schon mehrere Anwärter auf 1 Million. Es wird langsam, also es kommen noch mehr.
Da sind ein paar mit 700.000, ne, 800.000, Ja, kurz mehrere davor. über 500.000. Also es ist schon. Aber es ist gar nicht entscheidend. Also ich drehe auch Videos bewusst, wo ich weiß, die haben vielleicht nur 20.000. Also wir haben jetzt gerade ein Video gedreht, Einbau, Rampe für Rollstühle in Wohnmobil. Spannendes Thema ist natürlich auch Barrierefreiheit, die Behinderungen. Ja. Es gibt ja viele Randgruppen, die wir zeigen und da ist mir das vollkommen egal, ob das 1 Million oder auch nur 500 hat. Ganz oft haben wir auch nur 300. Also es passiert schon mal. Okay. Ja. Du hast ja eben auch gesagt, deine Videos sind öfter mal länger. Länger vor allem als 5 Minuten, ne, damit man schön ausführlich erklären kann auch. Werden die dann auch durchgeguckt? Ja, das ist eine Frage, die mir oft Agenturen stellen. Also die Kunden, die es gucken, die stellen die nicht. Man kann sagen, dass die Affinität bestimmt die Sehdauer. Also habe ich wirklich Interesse an dem Produkt, schaue es mir auch an. Ja. Du kennst das selber, Netflix-Staffel. Genau. Dann du wartest auf die nächste Staffel, du willst es unbedingt gucken, ja. Wenn ich einen guten Job gemacht habe und das Video eine hohe Affinität hat, erreichen wir Sehdauern um die 70% durchgucken. Okay. Das ist so das Maximum 78. Es heißt, dass also fast 100% der Leute das komplett durchgucken. Und du fragst dann das Agenturen, aber im Schnitt sind es etwa zwischen 10 und 30%. Das heißt also, viele scrollen auch. Das heißt, die spulen natürlich bei YouTube. Und ganz, ganz viele gehen halt hin und ich sag mal, schauen sich das teilweise auch öfter an. Also es passiert, jetzt willst du den Wohnwagen kaufen, da guckst du dir natürlich, bevor du 30.000, 40.000 Euro ausgibst, guckst dir jedes Detail 5-mal an. Ja. Und da kann man mittlerweile sogar sehen bei YouTube, was die Leute besonders interessiert. Und das ist für uns interessant. Da siehst du so Ausschläge, wo die immer wieder hin und her gespult haben. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Ihr wart auch schon im YouTube Trends. Was bedeutet das denn und warum ist das so besonders für euren Kanal? Das ist total witzig. Ja, ich wusste gar nicht, dass das gibt. Ja, ich bin ja jetzt YouTuber, ich sag mal, per dem, was ich tue. Und ich wusste nicht, dass es das gibt. Also wenn du bei YouTube drückst, unten gibt es eine Taste Entdecken. Dann schlägt dir YouTube die meist abgerufenen Videos vor an dem Tag. Und wir hatten auf einmal ein Video, das ist explodiert. Also das ging dann auf, ich glaube, der längste Wohnwagen der Welt oder das längste Wohnmobil oder irgendwas so in der Art. Und auf einmal war das so, wo normalerweise also irgendwelche Gamer drin sind oder irgendwelche Leute, die Kosmetik zeigen, war unser Wohnwagen-Video auf Platz 1 bei YouTube in den Trends. Ja. Das heißt, jeder, der da draufgegangen ist, was gibt's Neues bei YouTube, wie so Google News, hat unser Video gesehen. Und da haben sich viele beschwert. Die haben gesagt, was soll denn dieser blöde Wohnwagen? Und dann haben die Folgendes gesagt, weil die vorher vielleicht nur so Jugendthemen gesehen haben. Ganz viele haben in die Kommentare reingeschrieben, ja, ich habe es mir dann angeguckt, ich muss es komplett durchgucken. Und das waren dann teilweise 25-Jährige, die gesagt haben, der längste Wohnwagen der Welt, wie sieht der aus? Und das hat uns dann richtig viele Erfolge gebracht. Also wir waren jetzt mittlerweile, ich glaube, 6 oder 8 Mal in den YouTube-Trends in Deutschland, also in den Top 50, teilweise in den Top 10. Und das merkst du aber nicht direkt, weil das merkst du nur dann, wenn auf einmal so ein Video explodiert. Ja. Dann guckst du mal schnell in die Trends, machst einen Screenshot für dich selber, was passiert denn da, weil das für dich auch eine neue Erfahrung ist. Und was würdest du denn sagen, sind so die 2, 3 coolsten Dinge, die du gefilmt hast bisher? Die Videos? Ja. Also wir haben ein Pärchen gefilmt. Du hast die Vornamen aufgeschrieben. Ich bin da nicht so in den Vornamen. Genau, das war einmal die Karin. Leider habe ich den Namen von dem Mann vergessen. Ist nicht so schlimm. Die Karin, da war Folgendes passiert. Ich war auf dem Stellplatz, habe gedreht für einen Veredler von Mercedes-Benz und der hat gesagt, stell dich mal da unten an den See an dem Stellplatz. So, und da stehe ich an dem Stellplatz und da kommt ein Mann mir entgegen, sagt, hallo, guck mal, ich habe auch so ein großes Wohnmobil wie du, wir leben da drin. Und es war schon kurz vor dunkel. So, und dann habe ich meine Kamera schnell rausgeholt, gefragt, darf ich das filmen? Sagt er, ja. Haben wir das gefilmt und die haben ihr Haus verkauft, 450 Quadratmeter, hatten, ich weiß nicht mal genau, unglaublich viele Kinder, ich glaube 7 oder 8 Kinder, sind christlich gewesen. Also ich war mal selbst auch entsprechend Messdiener, weiß also, dass es ganz viele Leute gibt, die an Gott glauben, die christlich sind und so weiter. Und dann habe ich meine Kamera rausgeholt, habe keine Vorfragen gestellt, habe die angemacht, habe das Restlicht noch mitgenommen, wir sind an den See gegangen und wir haben über eine Stunde gefilmt und ich habe mich mit denen unterhalten. Und das Video war eines der bedeutendsten Videos, wo Leute gesagt haben, das war das Schönste, was sie jemals, ganz viele Kommentare, was sie je in ihrem Leben gesehen haben. Und da stehst du da und nicht nur einer, ganz viele schreiben, das war das Beste, was sie je gesehen haben in ihrem Leben. Ja. Und da stehst du da und denkst dir,
ich habe doch nur meinen Job gemacht, weißt du? Was, kannst du das inhaltlich kurz wiedergeben, was die Leute da so berührt hat? Ich glaube, es ist die Freiheit, weil ganz viele Menschen im Alter Angst davor haben, einsam zu sein. Die sind zu Hause, die kriegen ihre Rente, ihr Alltag ist weg. Dann ist das so, dass das Enkelchen kommt vielleicht nicht mehr oder nicht mehr so oft. Dann bekommst du als alter Mann vielleicht noch ein Handy in die Hand gedrückt per WhatsApp. Du kannst dann Videotelefonie machen. Und ich glaube, wenn du campst und rausgehst aus deiner Wohnung, dich also wirklich verkleinerst, das haben die gemacht. Die sind umgezogen von 450 Quadratmeter auf 15. Haben aber da eine Waschmaschine, eine Spülmaschine, eine Nähmaschine drin gehabt. Das war so und haben ganz viel Kommunikation mit anderen Menschen. Du stehst am Platz, jeder spricht mit jedem und die waren ja jetzt nicht die, ich sag mal, die waren kurz vor der Rente, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das für ganz viele ein Traum ist, im Leben nicht einsam zu sein, sondern draußen in der freien Welt einfach rauszukommen. Also das Leben praktisch so aufs Wesentliche reduzieren. Genau. Und ja, Das ist auch das, was sehen, was wirklich zählt. Ne? ich glaube, das ist eigentlich der Kerngedanke vom Camping. Ob der jetzt, klar, die hatten jetzt ein Auto da für ein paar 100.000 Euro. Klar, wenn du da drin lebst, dann brauchst du natürlich auch ordentliche Stromversorgung. Du brauchst ein richtiges Auto mit richtig viel Wasser. Aber das ist auch im Kleinen so. Ich spreche mit vielen Campern, die sagen, du hast zu Hause hast du alles. Du hast deine vollautomatische Kaffeemaschine, du hast deine Bierzapfanlage, du hast Netflix, Disney, Amazon Prime. Du brauchst gar nicht mehr rauszugehen, ja. Und irgendwas fehlt den Leuten. Und dieser Campingboom, glaube ich, hatte auch was damit zu tun, dass die Leute unglaublich gerne rausgehen. Also wirklich sich mit anderen Leuten unterhalten. Und auf dem Campingplatz, wer das noch nie erlebt hat, du kannst alleine sein. Aber wenn du das nicht willst, du fragst die Leute, darf ich mich neben dich setzen? Da sagt doch keiner nein. Also wenn du da nett bist, bringst deinen eigenen Stuhl mit, du bringst deine eigenen Gläser mit. Das sind so ein paar Sachen, an die du denken musst. Das war's. Mal eine Frage an dich als erfolgreicher YouTuber auch. Glaubst du, dass auf YouTube noch was geht mit einer guten Idee, dass man da heutzutage auch noch Erfolg haben kann? Oder denkst du, der Zug ist abgefahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur sagen, es gibt YouTuber-Brüder. Der eine hat dieses eine Syndrom, wo du dauernd schimpfst. Das Tourette-Syndrom. Genau. Und der hat auch einen Preis bekommen, hat, glaube ich, 2 Millionen Abonnenten. Und wenn du eine coole Idee hast oder du hast Leidenschaft, so wie ich, also gerade diese Erzählweise heißt natürlich ganz klar, du musst raus, du musst viel arbeiten. Also du musst jeden Tag ein neues Video machen, teilweise 2, 3, 4, 5. Auf Messen posten wir bis zu 10 Videos am Tag. Das ist Hardcore. Also du bist da wirklich auf Achse. Ich kann jedem nur empfehlen, einfach machen, starten. Es gibt viel zu beachten bei YouTube, also es ist mittlerweile eine ganz kleine Wissenschaft. Man kann viel falsch machen. Ich gebe wieder im Oktober, ich hoffe, ich werde das mal aufzeichnen, ich habe jahrelang immer so Workshops gegeben, wo ich meine Erfahrungen, die ja sich laufend ändern, weil YouTube ändert die Richtlinien, alles ist laufend im Wandel drin, die gebe ich an ganz viele Leute weiter. Und eigentlich muss man sich ja nur angucken, wie ich es mache. Und wenn man das kopieren würde, und dann wäre man, ich denke mal, in einem Jahr und dann das auch so machen würde, vielleicht mit egal welchem Thema. Es muss nur spannend sein. Es sollte die Zielgruppe nicht zu spitz sein. Wenn du natürlich sagst, ich mache nur Videos für Meerschweinchen, dann wird es eng. Aber wenn du sagst, ich mache Videos für Autos, gut, gibt ja ganz unglaublich viele Autoblogger, da würde ich es mir überlegen, weil da gibt es schon so viele. Aber wenn dir irgendwas Spaß macht, Sally, also ich weiß nicht, ob du die kennst, ja, die Sallys Welt, die backt und kocht. Genau. Die hat dann einen Shop eröffnet da drauf. Du kannst Merchandising machen, du kannst Sales machen. Also es ist alles offen. Und heute, du kannst jederzeit anfangen. Und das beweisen ja auch, ich bin jetzt ein alter Sack, ja, 53, aber viele, die das jetzt sehen, sagen, okay, ich will YouTuber werden. Die Kids wollen alle YouTuber werden. Die sagen alle, hey, was geht ab? Mach den Daumen hoch. Wenn ich Kids interviewe, die sagen alle, und mach den Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Die sagen das unaufgefordert, weil die das laufend sehen, ja. Und mach das. Also das macht so Spaß. Ja. Ich sehe oft so Kids, teilweise 10-Jährige, die zeigen Tonübungen, machen das rein, die also gar kein Problem haben, sich selber zu zeigen. Ja. Und liebe Eltern, ihr müsst keine Angst haben, ja, dass die morgen überfallen werden, die Kinder, sondern das ist ganz normal. Also die machen das. Und gerade Ältere, ich sage auch jetzt in meinem Alter, die jetzt nicht viele Moderationserfahrung haben,
holt euch ein gutes Equipment, also damit es möglichst weitwinklig ist, ist nicht so viel wackelt. Also was Leute auch sagen, deine Videos sind ganz okay. Der Ton muss gut sein. Du filmst ja gerade mit einem Video von uns, Genau. wenn man es schlecht verstehen kann. Genau, mit einem Mikro von uns. Es sind so ein paar Basics und wenn da einer Fragen hat, der kann mir gut eine Mail schreiben, dann kann ich ihm schon mal gerne ein paar Tipps geben. Okay. Also wie Das ist sehr freundlich von dir, ja. Gerne, weil es ist, wir YouTuber halten eigentlich alle zusammen. Gerade ich hatte eine Parodie, die hat mich besonders begeistert. Tanzverbot hat mich parodiert. Ja. Ja, das war ganz krass. Der hat mich komplett parodiert. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich musste mir das ganze Video angucken. Der hat gesagt, und das ist die Klappe und da musst du aufmachen und das musst du zeigen. Und ich habe mir das angeschaut und der Typ ist so krass, ja. Und der hat sich jetzt eine Woche lang ins Wohnmobil gesetzt und ist durch Deutschland gefahren und hat wahrscheinlich riesen Erfolg damit und vielleicht macht er jetzt mehr Wohnmobilvideos. Schaue ich mir auf jeden Fall auch noch an. Ist bestimmt lustig, ne? Tanzverbot heißt er. Ja. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber Okay. waren ganz viele Leute da, die haben gesagt, bist du hier wegen Tanzverbot auf meinem Kanal? Wer ist denn Tanzverbot? Ja. Und das ist ein YouTuber. Ah, okay. Bin ich mal echt gespannt. Ja, Sven, ich habe nur noch eine abschließende Frage. Ansonsten möchte ich mich hier schon mal bei dir bedanken für die ausführlichen Antworten, für die Einblicke in deine Arbeit. Gerne. Und genau, abschließend würde ich dich noch fragen, was wünschst du dir denn so für die Zukunft von German Television? Also cool wäre, wenn dieses authentische Format Eingang finden würde in die normalen Medien. Also das bedeutet, dass wir weggehen von diesem gespielten Lindenstraße, wo du jeden Abend ein Skript hast, wo die heile Welt dargestellt wird, sondern ich glaube, die Leute sehnen sich ganz massiv nach echten Geschichten und zwar wirklich echte Geschichten. Und wenn das im normalen Fernsehen, da findet ja gerade ein Riesenwandel statt. Ja? Fernsehen ist ja nicht mehr Fernsehen, sondern das ist ja YouTube, das sind Mediatheken, das ist was weiß ich. Und wenn das, ich sag mal, wenn das echte Leben Einzug halten würde und wenn vielleicht ein bisschen weniger Meinungsmache gemacht werden würde, also dass immer unbedingt ein Beitrag eine Meinung vom Redakteur widerspiegeln soll, sondern wenn man mehr die Leute zu Wort kommen lassen würde, um die es ja geht, die vor der Kamera sind und nicht versucht, eine Story zu motivieren, indem der Redakteur versucht, dem eine Richtung zu geben, sondern einfach mal es einfach mal laufen lassen, weißt du? Und ich glaube, das macht die Leute richtig scharf, weil die wissen ja nicht, was passiert. Ja. Das ist, also wenn das mehr im Fernsehen wäre, stell dir mal vor, du musst dir vorstellen, wir haben ein Fernsehprogramm, da gibt es kein Fernsehprogramm. Die Leute wissen gar nicht, was abends kommt, weil ich das um 3 Uhr programmiere, richtig im Fernsehen, und ich selber weiß nicht, was kommt. Und da hat mich damals die Landesmedienanstalt gefragt, ja, wo ist denn Ihr Programmplan? Da habe ich gemeint, ich habe keinen. Sondern wir senden die, wir tauschen die aus, wann wir wollen, wie wir wollen, vollkommen chaotisch. Und das, glaube ich, wenn wir nicht mehr wissen, was kommt, weißt du, Dann wird spannend. dann wird es spannend. Und dann wird es wieder spannend. Und das ist so wie im echten Leben. Also erzählt mir das echte Leben. Okay. Und das machen viele YouTuber. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, lieber Sven. War auf jeden Fall ein sehr spannendes und ja, aufschlussreiches Interview für mich auch. Und danke für deine Zeit. Ja, an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie war das nochmal? Liked dieses Video und abonniert unsere Kanäle. Ja, ich darf noch kurz was sagen. Ja, gerne. Du hast eine Riesenkarriere vor dir. Ich kann dir das sagen. Also die Art und Weise, wie du moderiert hast, suche ich. Also ist wirklich so, machen nicht viele, ganz spontan Fragen stellen. Und ich glaube, dass da ganz viele Redakteure neu geboren werden, die das so gut können, wie du das kannst. Und ich bin mal sehr gespannt, wie du in 5 Jahren bist. Also Super. ganz toll. Danke für das Feedback. Vielen Jessie, Dank. danke. Macht's gut. Ciao.